Deutschland. Ein Land mit Genussgarantie. Kulinarisch reich und vielfältig. Jede Region hat ihr ganz spezielles Nationalgericht. Deftig oder süß, gut bürgerliche Hausmannskost oder extravagante Kreationen. Wir schlemmen uns durch die Bundesländer anhand der Kalorienzahl. Also ungefähr. Denn natürlich variieren Zubereitung und Zutaten von Landstrich zu Landstrich. Wir starten mit Ihnen im Norden mit einem sehr figurfreundlichen Genussmittel. Oh, bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne. Und was trinkt so ein Friesenjung? Ostfriesentee. Genau. Und der hat eigentlich 0 Kilokalorien. Aber zu einem Ostfriesentee gehören ja Kandiszucker und Sahne oder, wie man hier sagt, Kluntier. und Volkier. die Teezeremonie folgt einem festen Ritual. Erst der Aufguss, dann die Kluntjes. Und dann gibt es dieses wunderbare Geräusch des Knisterns. Das Kandiszucker, wenn er zerfällt. Die Sahne, die wird ringförmig gegen den Uhrzeigersinn auf den Teespiegel gelegt. Ganz vorsichtig. Mit diesem gegen den Uhrzeigersinn hält man ein bisschen die Zeit an. Und es ist gut fürs Gespräch und für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft beim Teetrinken überhaupt. Die Sahne ist außerdem noch ein optisches Erlebnis, nämlich sie bildet eine wunderbare Wolke, das berühmte ostfriesische Wulkje. Also ich brauche morgens erstmal meinen Tee. Ohne das fängt der Tag bei mir eigentlich gar nicht an. Und dann verteilt sich das auch so über den ganzen Tag. Ja, und wenn man Besuch bekommt, natürlich immer. Ich morgens einem Tass Tee. Ostfriesentee ist eine ausgeklügelte Mischung aus verschiedenen Schwarzteesorten. Also er soll kräftig sein, er soll aromatisch sein, er soll vollen Körper haben, aber seinen eigenen typischen Charakter deutlich zum Vorschein bringen lassen. Also mit Kluntje und Sahne, damit es ein dreistöckiger Hochgenuss ist. Dreistöckig? Zuerst habe ich die Milde der Sahne, dann den kräftigen Tee und zum Schluss den süßen Geschmack des Kandis. Wunderbar. Ostfriesland kann aber mehr als nur Tee. Wer mal was anderes trinken möchte, kann sich in Jever etwas friesisch-Herbes genehmigen. In Wittmund eine Art Walk of Fame entlang schlendern. Bei Amdorf die schmalste Autobrücke Deutschlands überqueren. Oder in Dangast bei einer steifen Brise und einem steifen Grog die Ohren steif halten. Also, Ostfriesland genießen und einfach mal die Zeit anhalten. Und gleich noch ein Figurwunder, benannt nach der Region, aus der es stammt. Ewald, Ewald, komm, wir fahren in Spreewald. Ewald, Ewald, komm, wir fahren beide Kahn. Ewald, Ewald, komm, wir fahren Kahn. Und dann bringen wir uns saure Gurken mit. Saure Gurken sind der große Spreewald-Hit. Ewald, Ewald, komm, wir fahren in Spreewald. Mehr als 30.000 Tonnen Gurken und Gürkchen werden alljährlich im Spreewald geerntet. Dazu nutzt man spezielle Erntemaschinen, die sogenannten Gurkenflieger. Das waren die besten Gurken, die saure Gurken. Der Berliner hat immer gesagt, wenn er reinbeißt, muss es spritzen.
dann ist die Gurke gut. Spritzig, knackig, bissfest. Ihren ganz speziellen Pfiff bekommt die Spreewälder Gurke in der Einlegerei. Senf- und Salzgurken, Honig- und Gewürzgurken, alle haben ihre eigene Kräuter- und Gewürzmischung. Senfkörner, Zwiebeln, Dill, mitunter auch Rosmarin und Zitronenmelisse und natürlich ein paar geheime Zutaten. Das Geheimnis des Ganzen ist der Aufguss. Diese Aufgussrezeptur wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Und es wurde am Anfang auch nichts schriftlich fixiert und ist es heute auch noch nicht. Es ist, was man im Kopf hat, hat man im Kopf. Auf die Gurke, fertig, los. Beim alljährlichen Spreewaldmarathon erhält jeder Läufer eine Gurkenmedaille. Urlauber haben den Spreewald längst für sich entdeckt. Im Biosphärenreservat leben eine Reihe von Tieren und Pflanzen, die andernorts nur noch selten zu finden sind. Der Biber, der lässt sich meistens erst in der Dämmerungszeit sehen und dementsprechend muss man da um die Jahreszeit, ja, so gegen 19:30 Uhr starten. Das ist eine gute Zeit, auch mal Biber zu beobachten. Finanzzentrum, Goethes Geburtsstadt, Deutschlands größter Flughafen, Frankfurt. Manhattan hat ein kulinarisches Aushängeschild. Das ist die große grüne Soße, das ist der Schlager der Saison. Yeah. Das ist die große grüne Soße und jedermann isst gern davon. Die Zutaten sind genau vorgeschrieben. Hey. Man nimmt als echter Hesse der Kräuter vielerlei. Zunächst einmal hier Kresse, auch Schnittlauch kommt dabei. Dann gibt man Petersilie und Kerbel schnell dazu. Mit etwas Pimpinelle und Borretsch noch als Clou. Mit etwas Pimpinelle und Borretsch noch als Clou. Ach ja, und dann noch Sauerampfer. Die Original Frankfurter grüne Soße besteht aus diesen 7 Kräutern und sonst nichts. Ein Kraut sticht allerdings hervor. Ich sage immer, der Kerbel ist es. Weil der Kerbel, der gibt der ganzen grünen Soße die Harmonie. Petersilie ist Füllstoff, ja, die Kresse macht die Schärfe, der Schnittlauch bringt dieses Zwiebelige rein, der Borrasch bringt das Milde und der Borrasch ist ja auch ein gute Launekraut, der hebt die Stimmung. Aber der Kerbel, der umschließt sie alle. 2019 unternahm Frankfurt sogar einen Weltrekordversuch im grüne Soße essen. Am Grüne Soße-Tag müssen 231.775 Portionen grüne Soße gegessen werden. Egal wie. In Kreppeln, im Eis, in traditionellen Apfelweinlokalen, in der Firma, in der Kita, Köttbullar mit grüne Soße, ein Dönerschiff, Döner mit grüne Soße. Überall gibt's grüne Soße. Wird ganz schwer, an dem Tag keine grüne Soße zu essen. Obwohl viele sich den Bauch vollschlugen, reichte es zum Weltrekord am Ende leider nicht ganz. Aber Frankfurt punktet mit einem anderen Superlativ. Von 19 Wolkenkratzern in ganz Deutschland stehen 18 allein hier. Yeah, Frankfurt City. Frankfurt, du bist die Stadt nach meinem Geschmack. Frankfurt, weil du alles für mich hast. Dann ist Skyline, lass mich high sein, immer frei sein. Und ich weiß genau, hier will ich daheim sein. Frankfurt, die City, die du nie vergisst. Frankfurt, weil du einfach alles für mich bist. Dann ist Skyline, lass mich high sein, immer frei sein. Und ich weiß genau, hier will ich daheim sein. Selten ist ein Gericht so sehr verkannt worden wie dieses aus Leipzig. Tja, so kennt man Leipziger allerlei. Einfaches Mischgemüse abgepackt im Tiefkühlregal. Dabei besteht es eigentlich aus frischem Gemüse und auch Morcheln, also dem Besten, was Feld, Wald und Wasser zu bieten haben. Es ist einfach von diesem Festessen zu einem Beilagenessen reduziert worden.
Und als das ist es ziemlich fest, aber in den Köpfen verankert. Och, wie gemein. Dabei sieht es eigentlich so aus. Aber mal ehrlich, hätten Sie diesen Festschmaus erkannt? Dabei ist das hier die ursprüngliche Version vom Leipziger Allerlei. Es ärgert mich selber, dass es so wirklich so einen schlechten Ruf hat. Kommt wahrscheinlich daher, dass es eben in den Truhen irgendwo liegt, steht Leipziger Allerlei drauf, sind Erbsen und Möhren und das ist es ja nun wirklich nicht. Das ist Leipzig. Kirchen, Messe, Bach, Goethe. Und eben auch kulinarischer Hochgenuss. Leipziger Allerlei hat natürlich hier seine Wurzeln und es passt zu dieser Stadt, weil es alles reinbringt, was wir hier eigentlich vor der Haustür finden. Wir haben die feuchten Auen, in denen diese Morcheln wunderbar gedeihen. Wir haben inzwischen wieder saubere Flüsse. Es könnte also sein, dass sich hier auch der ein oder andere Flusskrebs wieder ansammelt. Wir haben diese Gärtnereien und das macht es auf jeden Fall möglich, dass wir uns dem alten ursprünglichen Allerlei wieder viel mehr annähern können. Erstaunlich, auch Krebse gehören in das Gericht. In freier Wildbahn kaum noch anzutreffen, aber Rettung naht. Das ist unser Edelkrebs, unser einheimischer Art. Heute sehr selten geworden in der Natur. Und es gibt ein paar Züchter, die versuchen, den Edelkrebs wieder anzusiedeln, selber zu produzieren. Und hier haben wir 2 männliche Krebse. Die könnte man schon als Speisekrebs nehmen. Tja, und so schnell geht's. Was heute wie Sterneküche wirkt, war früher eine Notlösung. Das ist einfach so entstanden, dass man gesagt hat, Mensch, wir müssen die Kinder satt kriegen, irgendwas müssen wir nehmen. Gemüse ist gesund, das wusste man. Und dann hat man eben das eben zusammengeköchelt. Allerlei. Mischen wir das mal zusammen. Abzweig Leipzig! Abzweig Leipzig! Abzweig Leipzig! So beschaulich Leipzigs Kanäle auch wirken, ihre Historie ist gruselig. Das erfahren Gäste bei Krimi-Führungen mit Henna Kotte. Übrigens hier bei der Heiligenbrücke ist auf der anderen Seite eine Leiche gefunden worden, 1920. Das war ein typischer Raubmord. Und erst 7 Jahre später hat man einen Täter, weil einer auf der Straße ihn erkannt hat. In Dresden hast du die große Elbe, da fährst du hoch, siehst du Schlösser und fährst du wieder runter, da siehst du die Bootsanlegestellen. Und in Leipzig kannst du praktisch durch die Wohngebiete, durch die Industriegebiete fahren und kannst gleichzeitig Stadtgeschichte und Anekdoten erzählen. Und das geht in vielen anderen Städten nicht. Dieses nordische Traditionsgericht erschließt seine Schönheit nicht auf den ersten Blick. Hamburg ist bekannt dafür, dass es einen Hafen hat. Hamburg ist bekannt dafür, dass die Stadt lebt. Wofür Hamburg auch bekannt ist, ist dieses Gericht, Labskaus. Ich glaube, das Problem beim Labskaus, was viele Menschen haben, ist, dass sie nicht erkennen, woraus er sich zusammensetzt. Was der Bauer nicht kennt, das frät er nicht, wie wir hier so schön sagen. Dabei sind die Zutaten gar nicht so ausgefallen. Und im Topf sieht es ja noch ganz lecker aus. Schwierig wird's erst bei der Pressung durch den Fleischwolf. Tja, wahrlich kein Augenschmaus. Aber das täuscht. Also dieses Essen sollte man auf keinen Fall nach seinem Äußeren beurteilen. Manche Menschen haben auch ein bisschen Angst davor, es erst mal zu probieren. Aber ich glaube, den Mut sollte man einmal aufbringen und jeder Mensch sollte zumindest einmal in seinem Leben Labskaus probiert haben, auch auf die Gefahr hin, dass man drauf hängen bleibt. Ganz am Anfang war es tatsächlich so,
dass das Gericht rein ohne Fisch ausgekommen ist. Irgendwann haben die Seefahrer festgestellt, dass sie ja auf ihren Reisen immer gesalzenen Hering dabei haben. Und dieser gesalzene Hering hat es dann in das Labskausgericht geschafft. Wir sind hier in Hamburg. Ja, wie kannst du da überlegen, den Fisch wegzulassen? Also wir würden ja einen Teil der Seele von Hamburg weglassen. Zu verdanken haben wir Labskaus den Seefahrern. Für die war es furchtbar praktisch. Auf den Schiffen gab es immer karge Kost. Die Segler waren ja lange unterwegs und sie hatten noch keine Kühlmöglichkeiten. Und dann muss man auch noch wissen, die Seeleute hatten Mangelernährung, Skorbut, schlechte Zähne. Da war es immer gut, Essen als Mus, als Brei zuzubereiten. Und das ist der eigentliche Ursprung von Labskaus. Einst für Seemänner ohne Zähne, heute für Menschen mit feinem Gaumen. Dieses erdige, leicht fruchtige, süßliche von den roten Beete und den Zwiebeln. Du hast das deftige vom Fleisch, du hast dieses Fischaroma, was durchsticht. Und das alles harmoniert einfach hervorragend. Und insbesondere, wenn du dann noch das Eigelb drüber laufen lässt. Es gibt nichts Vergleichbares. Seit 2016 hat Hamburg ein neues Wahrzeichen, die Elbphilharmonie. Mit einem großartigen Blick über die Hafencity, den Hafen und die Landungsbrücken. Die Wasserlichtspiele im Park Planten und Blumen sind seit 50 Jahren ein Klassiker. Ganz umsonst und draußen. Im kleinsten Bundesland wartet ein kulinarischer Zungenbrecher. Das, meine Damen und Herren, ist Dibbelabbes. Klingt komisch, heißt aber wirklich so. Zum Mitschreiben Dibbelabbes. Dibbelabbes besteht aus Kartoffeln, Speck, Zwiebeln, viel Öl. Als Zugabe gibt es später Apfelmus. Dippen ist ein Topf. Es ist eine Art Reibekuchen. Die Kartoffeln müssen zwar gar sein, aber die dürfen auch ein bisschen pampelig sein. Pampelig? So. Dafür müssen die Kartoffeln erstmal zerkleinert werden, ebenso wie die Zwiebeln. Und wo gehobelt wird, da fließen Tränen. Zu viel Flüssigkeit darf nicht sein, deshalb heißt es fest zudrücken. Eier untermischen und gut abschmecken mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Ein Indiz dafür, dass das Gericht noch gar nicht so alt ist: Speck. Das war durchaus etwas, was man nicht jeden Tag gegessen hat. Bis ins 19. Jahrhundert war die Zugabe von Fleisch durchaus in den einfacheren Bevölkerungsschichten, nicht nur im Saarland, ein Luxus. Guten Dibbelabbes hat man gemacht, wenn die Kartoffel nachher außen kross ist und innen weich, saftig. Deswegen wird er im Topf oft gewendet. Es wird also erst angebraten und dann wird er oft gewendet, damit außen eine Kruste entsteht und der innen saftig bleibt. Noch ein Schuss Öl oder 2 oder 3 und dann, wie der Saarländer sagt, Hauptsache gut gess. Das Saarland ist zwar nicht sonderlich groß, aber die Fernblicke sind trotzdem beeindruckend. Wie hier am Aussichtspunkt Klöf an der Saarschleife. Wandern steht hier hoch im Kurs. Besonders beliebt ist der Saar-Hunsrücksteig. Und wenn schon der Wanderrucksack gepackt ist, ein kleiner Abstecher auf den Saarhölzbach-Pfad führt zu einem Ort, der noch nicht in allen Reiseführern steht: den Vogelfelsen.
Das hier ist also auf jeden Fall im Gegensatz zu Klöv ein kleiner Geheimtipp, der etwas abseits vom großen Trubel dem Besucher viele tolle Einblicke am Pfad selbst und dann natürlich auch hier diesen tollen Ausblick über Saar-Hölzbach, über die Saar und die ganze Gemeinde und die ganze Region auch hier gibt. Das Saarland ist bekannt für seine ehemalige Stahlindustrie. Das alte Werk Völklinger Hütte wurde 1986 stillgelegt. Mittlerweile ist es beeindruckendes Industriedenkmal. Pressen oder Schaben? Diese Frage kann sich nur auf ein Gericht beziehen. Spätzle mit Soße. Spätzle mit Soße. Oder noch besser, Spätzle mit Käse. Das bringt auch Einheimische richtig ins Schwärmen. Also das Leckere an Käsespätzle ist einfach die Vielfalt des Geschmacks. Man hat die Spätzle schwäbisch mit dem Käse zusammen und dann ist da noch so eine ganz leckere Soße dabei. Das Leckere an Käsespätzle, würde ich sagen, ist halt die Fusion aus leckeren verschiedenen Käsen möglicherweise und dazu hausgemachten Spätzle. Oh, Käsespätzle ist einfach unheimlich toll. Der zerlaufene Käse, dann ein bisschen Speck ist da hier noch dabei. Also kann man nichts falsch machen damit. Der Grundteig ist einfach. Eier, Dinkel-Vollkornmehl, Weizenmehl, Salz. Mehr braucht's nicht. Das Wichtigste, was man sich beim Spätzle machen merken muss, 2 Eier pro Gast. Ne? Das ist eigentlich ganz einfach. Hast halt 20 Gäste, musst halt 40 Eier einkaufen. Wenn man also das als Beilage macht. Wenn man Käsespätzle macht, dann sind es 3 bis 4 Eier. Die richtige Konsistenz ist extrem wichtig für die Zubereitung. Das Schaben. Damit das Ganze nun aber zu Kässpätzle wird, braucht es Zwiebeln, Butter, gut schmelzenden Käse, Sahne, Pfeffer und Röstzwiebeln. Die gewürfelten Zwiebeln werden in Butter glasig gedünstet, mit Sahne abgelöscht, abgeschmeckt und dann eine Handvoll Käse dazu. Lecker! Und dann direkt auf die Hüfte. Und für das gute Gewissen noch ein bisschen Salat. Für die ganz hartgesottenen Fans findet seit 1992 in Blaubeuren alljährlich das Spätzlesfest statt. Damals ging es los mit 450 Eiern. Heute sind wir bei 6.000 Eier, wo wir frisch aufschlagen. 6.000 Eier, 500 Kilo Mehl, 200 Kilo Grieß und noch 100 Liter Wasser dazu. Man muss den Teig auch ein bisschen sämig kriegen, fest kriegen. Ich komme aus Blochingen, seit, ich weiß nicht, schon 10 Jahren, immer. Jedes Jahr. Weil es einfach lecker ist. Das Spätzlegebiet ist groß. Es erstreckt sich bis ins Allgäu, wo man sich die angefutterten Spätzle-Kilos herrlich wieder ablaufen kann. Wir befinden uns hier im Allgäu. Es ist auch einer meiner Lieblingsplätze, wo wir gerade sind. Das ist unweit von Marktoberdorf. Diese kleine Hängebrücke eben scheint auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen wackelig. Die führt über die Wertach, das ist ein Zufluss vom Lech. Dahinter befinden sich dann gleich so kleine Kaskadenfälle. Da plätschert das Wasser ein bisschen über Steine rüber. Deswegen mag ich es auch so gern, weil es hier einfach ruhig ist. Oh Allgäu, du mein schönes Land, bist mit dem Paradies verwandt. Du bist meine Heimat, mein Zuhause. Du bist wie eine Braut für mich. Drum sag ich leis, ich liebe dich. Bin ich einmal fort, vermiss ich dich. Und bin ich einmal fort, vermiss ich dich. Wir befinden uns jetzt hier am Fuße der Ammergauer Alpen, direkt am Allertsee. Da befindet sich so einen kleinen Kegel drinnen. Ist jetzt auch nicht ganz so belaufen wie die anderen Seen hier im Allgäu. Davon gibt es ja auch eben zahlreiche. Das stille Wasser hier, das beruhigt einen richtig und ja, bietet auch sehr viel Inspiration für mich. Wenn ich hier meine Motive suche, dann finde ich immer eine Art von Inspiration. Deshalb ist es für mich einfach einer der schönsten Plätze auf der Welt. Ein Bundeskanzler machte seine Leibspeise weltweit bekannt. Er kam aus der Pfalz.
Dieses Gericht gibt es sogar als Orden. Die ehemalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat ihn schon, aber gegründet wurde er Helmut Kohl zuliebe. Der Kanzler aß sein Lieblingsessen seinerzeit mit sämtlichen Staatsgästen. Mensch, was ne Wurst. Sieht aus wie ein Riesenbrutzler, ist es aber nicht, sondern ein Original-Pfälzer Saumagen. Und der besteht vor allem aus Fleisch und Kartoffeln. Dazu eine gute Handvoll Zwiebeln. Und dann die Gewürze. Salz, Pfeffer, Muskat, Majoran. Die Mischung ist fertig, die muss jetzt in den Saumagen rein. Richtig, jawohl. Da. Das ist ja das, was für viele nicht so appetitlich aussieht, ja, aber das muss sein, ne? Das muss sein, jawohl. Das kommt da rein. So. Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Saumägen, je nachdem, wo man ist. Ja, Hier in der genau. Pfalz. Was sind Hier, denn die Unterschiede? hier in der Hinterpfalz haben wir den traditionellen Saumager, der ist ohne Brät, ohne Konservierungsstoffe, nur mit Salz, Pfeffer, Muskat. Und den anderen gibt es eher in der Vorderpfalz? Den gibt es bei uns auch, aber hauptsächlich in der Vorderpfalz. Da das ein Organ ist, muss der sehr gut gereinigt werden vorher. Weil alles, was so Schwein isst, ist natürlich auch da drin. Wird vorher gereinigt, entschleimt, gewässert, 1-2 Tage. Danach angesalzen, weil er muss ja auch wieder haltbar gemacht werden. Das kennen wir immer nur mit Salz. Die Pfälzer lieben ihr Nationalgericht derart heiß und innig, dass sie ihm zuliebe sogar Wettbewerbe veranstalten. Die Königsdisziplin dabei ist der klassische Saumagen. Schließlich hat der sogar eine politische Dimension. Barbara und George Bush durften ihn schon probieren. Mikhail Gorbatschow, der im Deidesheimer Hof neben Kanzlergattin Hannelore Platz nahm, und auch Boris Jelzin. Helmut Kohl hat all seinen Staatsgästen im Deidesheimer Hof diese Pfälzer Spezialität vorgesetzt. Nur Mitterrand wollte sie am Anfang nicht essen, aber ein Hinweis des Kanzlers brachte ihn zu schnellem Genuss. Denn Helmut Kohl sagte, wenn denn jetzt nicht isst, kriegst Saarland zurück. Daraufhin hat der Präsident den Saumagen zu sich genommen. Tja, vielleicht hätte sich der französische Gourmet leichter mit einer alternativen Form anfreunden können. Wie Saumagen-Lollis, Saumagen-Muffins, Saumagen-Pralinen, Saumagen-Kuchen oder einer mehrstöckigen Saumagen-Hochzeitstorte. Der Ort, der dank Helmut Kohl und Saumagen weit über die Grenzen hinaus bekannt ist, liegt mitten in romantischen Weinbergen. Deidesheim. Und hier liegt auch der Gasthof, der schon die Politprominenz aus aller Welt verköstigt hat. Durch die nahezu mediterranen Verhältnisse reift hier ein exzellenter Traubensaft heran. Ein guter Pfälzer Spätburgunder gehört in ein Fass aus Pfälzer Eiche. Deidesheimer Eiche, die schmeckt man nicht raus, das ist richtig, aber man schmeckt die Pfälzer Eiche raus. Die Pfälzer Eiche, die hat einen ganz besonderen Geschmack, würzig, so wie sie jetzt hier im Wald riechen. Wenn es jetzt ein bisschen wärmer wäre und es wird regnen, dann würden sie auch mal den Boden riechen. Und auf dem Boden, wo die Eiche steht, so schmeckt die dann natürlich auch. 107 Stufen den Eckkopfturm hoch und schon erhält man einen weiten Blick über die Gegend, die dank eines Essens weltbekannt wurde. Ein kleiner Fisch verbindet Reichskanzler Otto von Bismarck mit Stralsund. Dass Deutschlands kulinarische Genüsse weltpolitische Diplomatie vorantreiben können, erlebte die Hansestadt 2006. Bei dieser Art der Völkerverständigung spielte Hering eine tragende Rolle. Dass er mal die Bühne der ganz großen Politik betreten sollte, hätte er sicher nicht gedacht.
Henry Rasmus bekam das Originalrezept für den Bismarck-Hering von einer Erbin von Johann Wiechmann. Der hatte, vor über 150 Jahren, ein Fässchen an die Politprominenz geschickt. Otto von Bismarck schmeckten sie so gut, dass die Heringshappen fortan seinen Namen tragen durften. Die Urenkelin war natürlich auch begeistert, dass sich jemand an ihren Urgroßvater erinnert, Johann Wiechmann, der das Rezept eben erfunden hatte. Ne? Und es eben auch in Stralsund bleibt. Das Besondere an seinem Bismarck-Hering, die Filets werden komplett von der Haut befreit, was sie besonders zart macht. Die Zutaten: Senfkörner, Piment, Lorbeer, Zwiebel und ein Spezialsud. Das genaue Rezept hat Henry Rasmus sicher verwahrt. Ich habe es nicht im Tresor, ich habe es im Kopf. Also, und da kann es mir keiner wegnehmen. Ich habe es nicht aufgeschrieben, also das ist wie tätowiert von innen. Rund 1 Tonne Heringsfilets legt Henry Rasmus im Monat ein. In Holzkisten und seinen 2,5 Kilo Spezialfässern. Sein wichtigster Auftritt kam 2006, als er dem damaligen US-Präsidenten George Bush ein Heringsfass schenkte. Very good, hat er gesagt zu mir und auch seine Frau, die hat sich bedankt. Und er hat ja das Fass hochgehalten, ich stand ja so ein bisschen seitlich, mit dieser Geste, dass er das gleich probieren möchte. Ich wollte natürlich auch einen Spruch ablassen, Mr. Präsident, ich überreiche Ihnen ein traditionelles Geschenk der Hansestadt Stralsund. Und meine Frau hat es zu Hause gesehen, weil es ja live übertragen wurde im Fernsehen. Und sie sagte, du guckst immer so ernst. Ja, ich habe immer überlegt, sag bloß nicht Ministerpräsident, sag Mr. Präsident, du wärst der Dödel der Nation, wenn du dich da jetzt versprochen hättest. Stralsund ist die älteste Stadt Pommerns und mit ihren Backsteinbauten und farbenprächtigen Giebelhäusern eine echte Augenweide. Also eine gute Wahl für einen Präsidentenbesuch. Der Stolz mächtiger Kaufleute zur Hansezeit. Perfekt für einen Bummel durch die mittelalterlichen Gassen. Hier stehen etliche Kirchen. Die Heilgeistkirche wurde beim Wiederaufbau mit Kanonenkugeln ausgestattet. Extravagante Glücksbringer. Weil man sagte, sie sind da und man bringt sie an, um Unheil abzuwehren. Da, wo schon eine Kugel ist, da wird bestimmt keine neue noch mal hintreffen. Und bis heute hat es gewirkt. Die Lage am Strelasund macht die Stadt auch für Freunde von Schiffen zu einem attraktiven Reiseziel. Das Meereskundemuseum erlaubt Einblicke in eine Tierwelt, die uns Menschen meist verborgen bleibt. Stralsund ist ein echter Appetithappen. Optisch, historisch und kulinarisch. Das nächste Nationalheiligtum beruht nun ja auf einem Betrug. Kloster Maulbronn. Hier lebten einst Zisterzienser, bescheidene, strenge und besonders pfiffige Mönche. Als Papst Gregor im Jahr 590 den Verzehr von Fleisch in der Karwoche verbot, schmuggelten gewiefte Mönche das Fleisch kurzerhand in einen Teigmantel. Was Gott nicht sieht und weiß, macht ihn nicht heiß. Die Legende besagt, dass der Jakob, also ein Laienbruder, im Sack ein Stückchen Fleisch gefunden hat. Hat sich also gedacht, das verstecke ich einfach das Fleisch. Hat einen Nudelteig zubereitet, hat das Fleisch aus dem Fässchen geholt, Winterspinat, Kräuter, alles zerhackt in den Nudelteig eingerollt und im Gründonnerstag die Priestermönche kredenzt. Also da sagt man auch hier mal, Maulbronn sind die Herrgottsbescheißer, die Maultasche erfunden worden. Die Herrgottsbescheißerle sind bis heute schwäbisches Nationalgericht. Für die Füllung gibt es keine festen Vorgaben. Klassisch besteht sie aus Fleischbrät, Speck, Lauch und Zwiebeln. Aber
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Außer die schwäbische und Kalbsmaultasche mache ich die Lachsmaultasche. Besonders jetzt im Frühjahr und während der Osterzeit. Und meine eigene Kreation von der vegetarischen Maultasche, die sehr beliebt sind und esse sie fast genauso viel wie die mit Fleisch. Im Schwabenländle wird die Maultasche schon Kindern in die Wiege bzw. auf den Teller gelegt. Also wenn meine Mutter die macht, dann sind die immer so. Man kann es braten, aber man kann es auch als Suppe machen. Und die ist ein bisschen dick, weil da drin ist was. Ein bisschen finde ich es lecker. Ja, schon lecker. So lecker. Der Schwarzwald ist eine Augenweide. Zum Beispiel vom Aussichtsturm Himmelsglück aus. Mit maultaschenvollem Magen nehmen Sie am besten den Aufzug. Und ja, der Blick ist fantastisch. Aber noch fantastischer ist der Rückweg. Denn runter geht's mit einer Kurvenseilbahn. Schwindelerregende Höhen bietet auch die Hängebrücke in Bad Wildbad. 60 Meter hoch und 300 Meter lang. Nach so viel Aufregung kann man sich dann auch schon wieder ein Maultäschle gönnen. Oder man verdient sich seine nächste Portion beim Canyoning im Murgtal. Beim Abseilen wäre allerdings ein leerer Magen ratsam, weil ein voller sich hierbei wahrscheinlich umdrehen würde. Flussaufwärts geht's dann durchs Wasser und genauso wieder zurück. Unsere Gaumenschmaus-Reise führt uns nun in eine Region, die es deftig liebt. So ein Scheiferle mit einem Kloß und an der Zoo ein dunkles Soße, ein glanzer Lädle, ein schönes Bier, ein wenig Zeit, vor 1 bis 4, da kennt dich keiner, weil mir das Goss und gut schmeckt. Da merkt man halt sofort, dass ein echter Franke in mir steckt. Ein Schäuferle gehört in Franken einfach zum guten Ton. Das Fleisch der Schweineschulter zart, die Kruste knusprig. Dazu Kloß mit Soße. Mehr geht nicht. Das Fleisch wird mit Salz, Pfeffer und Kümmel gewürzt und gart 2 Stunden bei ca. 135 Grad im Ofen. Zugegeben, für Vegetarier ist das nichts. Allen anderen läuft bei diesem Anblick garantiert der Bratensaft im Munde zusammen. Dass eine ganze Portion mit etwa 1100 Kilokalorien zu Buche schlägt, egal. Ohne Schäuferle geht's hier einfach nicht, auch nicht in Corona-Zeiten. Ein findiger Gastwirt im Fränkischen kam deshalb auf die clevere Idee, Schäuferle to go anzubieten, beziehungsweise to drive. Pandemiegebeutete Fans holten ihr Gericht einfach bei ihm ab. Ich glaube, das war die Rettung, also ganz ehrlich. Ohne den Drive-In, dann würden wir halt so unsere 20, 25 Gerichte verkaufen weiterhin, was einen gar nichts bringt, dann kannst du eigentlich auch zulassen. Und durch den Drive-In hattest du halt jetzt ein bisschen Geschäft, Umsatz, was du auch wieder brauchst, um deine Mitarbeiter zu bezahlen. Und weil die Franken ein umweltfreundliches Völkchen sind, kam Wegwerfgeschirr nicht in die Tüte, sondern eigene Töpfe aufs Tablett. Ein ausgeklügeltes System. Leer abgeben und voll zurückbekommen.
Und dann wieder von vorn. Jawohl. Ade, servus. Ade, servus. Sonntag habe ich schon bestellt wieder, gell? Bestell ein bisschen. Historisch-architektonisches Schmuckkästchen in Franken ist Bamberg. Wie das antike Rom wurde die Stadt mit dem Kaiserdom auf 7 Hügeln erbaut. Hier liegt das einzige Papstgrab nördlich der Alpen. Die Altstadt wurde nie zerstört, was einen wunderschönen Stadtkern zur Folge hat. Mehr als 1000 Häuser stehen unter Denkmalschutz. Die Brücke ist so toll, weil man hat einen wunderschönen Blick aufs alte Rathaus mit seiner Buntheit und auch diese unterschiedlichen Gebäudeteile, die es hat. Und auf der anderen Seite ist es so eine unglaublich schöne Klangkulisse, die es da gibt. Mein Bamberg, meine Heimat, mein Zuhause und mein Glück. So schön ist hier zu leben, vom Paradies ein Stück. Paradiesisch ist auch Klein-Venedig. Das Viertel heißt so, weil die alten Fischerhäuser zum Teil auf Holzpfählen stehen. Jetzt wird's zünftig. Musikalisch, kleidungstechnisch und vor allem kulinarisch. Wenn die Wiesn ruft, gibt's kein Halten mehr. Zum größten Volksfest der Welt gehört vor allem sie, die Weißwurst. Love white sausage, ja. Die muss ein bisschen nach Pfeffer schmecken, da muss Zitrone ein bisschen rausschmecken und der Petersil. Der Weißwurst muss fluffig sein, muss von der Konsistenz aber trotzdem nur einen Biss haben und muss halt vom Brat her richtig konzipiert sein. Also 2 sind gut, 3 gingen noch, aber ein 4. ist zu viel. In Weißwurst gehört Kalbfleisch, Schweinespeck, gegartes Kalbskopffleisch, Kochsalz, gestoßenes Eis, Gewürze, Zitrone und frische Petersilie. Kalbfleisch ist das Geheimnis von der guten Weißwurst. Frisches, schönes, mageres Kalbfleisch. Das macht es dann schön flaumig und hell. Und die Liebe vom Metzger, oder? Ja, das gehört auch dazu, selbstverständlich. Wir halten an dieser Tradition fest, weil es einfach eine bayerische Tradition ist und für uns zu Bayern einfach dazugehört. Und ich sag's für mich persönlich, eine Weißwurst nach 12, die schmeckt auch nicht mehr. Weißwurst brauch ich fast jeden Tag, weil ich die Wurst so gerne mag. So eine Weißwurst ist mir nicht wurscht, ein Weißbier dazu, ginge den Durst. Die Frage aller Fragen, wie isst man sie richtig? Ich schneide hinten an, aber nicht ganz durch und heb's dann raus und dann bleibt die restliche Wurst noch warm. Ich schneide es in der Mitte auseinander und dann ist es so. Ganz einfach. Niemals schneiden. Warum nicht? Na, das gehört genauso zur Weißwurst dazu. Man kann die Pelle sicherlich noch runter machen, aber je nachdem, in welcher Struktur auch die Pelle ist, lässt es sich wunderbar zuzeln. Aber niemals schneiden, bitte. Ich esse die Wurst ganz. Viel darf nicht rauszuzeln oder die Haut weg. Ich esse ganz, je nach Geschmack. Weißwurst, ich liebe dich. Weißwurst, ich stehe auf dich. Weißwurst, keine schmeckt so wie du. Oh, Weißwurst, meine Liebe bist du. Die Liebe geht so weit, dass sogar Weißwurst-Eis kein Tabu ist. Ja, aus dem Fine Dining weiß man ja, salzig und süß funktioniert ja ganz gut. Also funktioniert das natürlich auch im Eis. Und ehrlich gesagt, wenn man halt Eis auf natürliche Art und Weise herstellt, dann ist ja eigentlich nur Milch und Zucker involviert. Das kann im Geschmack relativ wenig anhaben. Das kann, das muss, das wird das beste Eis der Welt werden. Das sieht der Rest Deutschlands womöglich anders. Der
der magische Moment des Eismachens. Wenn man sieht, wie die Zutaten mit der Masse verschmelzen, das ist einfach wunderschön. Manchem Eisliebhaber dreht sich vielleicht der Magen um, aber nur nicht vorschnell urteilen. Schmeckt tatsächlich nach Weißwurst. Schmeckt auf jeden Fall exotisch und schmeckt ganz gut, erfrischend. Geil. Geschmack ist, nun ja, Geschmackssache. München hat natürlich auch noch anderes zu bieten. Der Viktualienmarkt zum Beispiel. Ach nein, das hatten wir schon. Aber etwas wirklich Überraschendes. München hat quasi das deutsche Graffiti erfunden. Denn hier wurde 1985 der erste ganze S-Bahn-Zug besprüht. Wer erwartet jetzt, wenn unter so einen Tunnel durchfährt, dass er dort irgendwie Kunst sehen kann? Für jedermann zugänglich. Du kannst hier quasi durchlaufen, bist in einer Outdoor-Gallery, in einer Außengalleriefläche und kannst Kunst genießen, ohne dass du irgendeinen Eintritt gezahlt hast. Ausklingen lassen kann man den Tag auf der alten Utting. Der Dampfer schipperte früher über den Ammersee. Und noch immer bringt er einen automatisch in Urlaubsstimmung. Unser nächster Appetithappen liegt am anderen Ende Deutschlands. Alles im Blut auf dem Boot, alles im Butter auf dem Kutter. Trefft den Anker! Alles im Blut auf dem Boot, alles im Butter auf dem Kutter. Kleine Garnele, groß im Geschmack. Krabben sind das Gold der Nordsee und der schmackhafte Schatz der Küste. Die Büsumer Nordseekrabbe ist einfach geil. Die schmeckt gut, die gehört zu Büsum wie das Salz zur Nordsee. Die ist einfach cool. Allein schon am Hafen sitzen, Krabben poolen, den Kutter beim Rein- und Rausfahren zugucken, das ist einfach cool. Die Krabbe ist kein leichter Fang. Versteckt sie sich doch gern in den flachen Küstengewässern. Wenn die Schleppnetze heruntergelassen werden, braucht es Erfahrung und auch ein bisschen Glück. Die Krabbe ist unberechenbar, ist auch ganz gut so. Wir können die Krabbe auch nicht auf dem Echolot orten oder sowas. Also es ist eigentlich nur ein Nasengespür. Also man spürt das ungefähr, wo könnte die vielleicht sein. Sind die Netze voll, geht die Arbeit erst richtig los. Denn die Schalentiere verderben schnell. Noch an Bord landen sie in einem Kessel und werden in Meerwasser gekocht. Vor der Einfahrt in den heimischen Hafen bleibt noch genug Zeit zum Krabbennaschen. Nordsee, leicht nussiger Geschmack. Ich liebe die Dinger. Qualitätskontrolle muss ja auch sein. Dann probieren wir das mal, ob die gut zu Polen gehen. Super, richtig lecker. Kann ich jeden Tag essen. Carola, sieht letzte Woche ist das noch nie geschehen. Ich hab die in der Keuch Krabbenpoolen sehen. Ja, Krabbenpoolen sehen, Krabbenpoolen sehen, Krabbenpoolen sehen. Krabbenpoolen ist zwar mühsam, aber keine Raketenwissenschaft. Also ich nehme die Krabbe mit der linken Hand am Kopf, fasse sie da an, zähle 1, 2, 3, mache das dritte Panzerglied eben auf, ziehe am Schwanz und ruckel das Fleisch raus. Ganz wichtig ist, bei der Krabbe muss man mit Gefühl dabei. Ganz viel Gefühl und Liebe, sonst kommt sie nicht aus dem Panzer. Ja? Das ist das A und O. Wenn man da grob rangeht, wie so ein Grobmotoriker, dann kriegt man da auch nichts aus dem Fell. In dieser Form haben Einheimische und Touristen die Krabbe am liebsten. Kuschelig drapiert zwischen zwei Brötchenhälften. Ja, Krabben ist offensichtlich, das gehört zur Nordsee, wie das Watt, sage ich einfach mal, hier zur Nordsee gehört oder zur Küste gehört. Und Krabben ist eben, die Leute kommen jeden Tag hier hin und es werden jeden Tag mehrere hundert Brötchen hier verkauft, an Fischbrötchen, viele Krabbenbrötchen darunter. Sie schlucken zwar einmal und sagen, oh, 7,90 € ist schon eine Ansage, aber letztendlich kaufen sie es. Tja, bei so lecker verpackten 324 Kilokalorien pro Portion, wer kann da schon widerstehen? Wenn ich hier bin, muss ich Krabben essen. Ganz einfach. Urlaub soll man den Euro ja nicht unbedingt rumdrehen, sondern soll man zu Hause bleiben, ne? Obwohl,
Die Nordseeküste kann man natürlich auch genießen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Und weil hier kein Berg den Blick versperrt, kann man selbigen auch schweifen lassen. Zum Beispiel vom Leuchtturm Ober-Eversand, der vor ein paar Jahren von einer Sandbank hierher geholt wurde. Aber trotzdem ist das kein leichter Job gewesen. Ja, Sie müssen auch bedenken, Sturm, das hat hier gerüttelt, hat getan. Der Sturm hat die Wärme herausgezogen. Die Nebelglocke, 3 Tage hintereinander Nebel. Die Glocke hat alle 2 Minuten geschlagen. An Schlaf nicht zu denken. Also das war kein leichter Job. Ja. Ja, immerhin war der Ausblick schön. Das nächste Essen ist deutschlandweit ein Klassiker. Ja, und das ruft Neider hervor. Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Um dieses Gericht streiten sich gleich mehrere Regionen. Aber welche hat's wirklich erfunden? Hamburg natürlich. Und natürlich will man wissen, wo die genau entstanden ist. Aber meine Theorie ist ja, solche Alltagsessen, da kann man nicht sagen, da ist genau der Ort. Also mein Ort ist, glaube ich, auch möglich in Hamburg. Ja, das hätten sie gern, die Hamburger. Aber Berlin hat einen schriftlichen Beweis. 1949 wurde nämlich das Patent auf eine Currysoße angemeldet. Von der Berlinerin Hertha Heuwer. Die habe ich mir patentieren lassen. Und dadurch bin ich auch die Erfinderin der Currywurst. Ganz Deutschland liebt sie dafür. Weil es schnell und schlampig ist und satt macht. Und es ist einfach lecker. Was Berlin auch hat, die schärfste Currywurst des Landes. Hier, wo Männer noch weinen dürfen, weil ihnen Soßen in 10 verschiedenen Schärfegraden die Tränen in die Augen treiben. Die Härte. 7 Millionen Scoville. Zum Vergleich, Tabasco hat maximal 5000. Wenn man richtig viel Schärfe in sich reinballert, gewöhnt man sich dran. Das ist ungefähr wie Barfußlaufen. Beim ersten Mal tut es weh, beim zweiten Mal ist es schon ein bisschen besser. Und wenn man eine Woche barfuß läuft, dann ist es recht angenehm. Also das heißt, wenn ich eine Woche hintereinander scharf esse, werde ich die Stufe 5 nicht mehr so wahrnehmen wie beim ersten Mal. Mach uns eine Currywurst, die extra scharf. Und wird das Leben auch irgendwann hart. Egal was kommt, wir beißen hinein. Und wenn wir Glück haben, haben wir Schwein. Ja, wenn wir Glück haben, haben wir Schwein. Ja, und wenn wir Glück haben, haben wir Schwein. Patent hin, Schärfe her. Einen prähistorischen Beweis kann nur das Ruhrgebiet aufweisen. Das ist, glaube ich, das weltweit erste Currywurst-Skelett. Und zwar wurde 2016 im Essener Norden ein ähnliches Skelett, natürlich viel kleiner als jetzt hier der Nachbau, gefunden. Und wir werden damit nachweisen, dass es die Currywurst schon vor 1949 im Ruhrgebiet gab. So ein handfestes Artefakt lässt sich leider nicht wegdiskutieren. Aber auch ein meteorologisches Argument lässt an der Urheberschaft Berlins zweifeln. Hertha Heuwer Zeit ihres Lebens behauptet hat, dass sie am 4. September 1949, weil es so geregnet hat in Berlin, die Currywurstsoße entdeckt hat. Aber wenn man den Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes glaubt, dann hat es da nicht geregnet, sondern die Sonne hat geschienen in Berlin. Also, alles nur ein großer Schwindel? Naja, ist ja eigentlich auch wurscht. Und eine Reise sind alle Regionen wert. Hamburg mit seinem Hafen. Das Ruhrgebiet punktet mit dem, was den Pott ausmacht, die Zeche Zollverein in Essen. Einst größte Steinkohlezeche der Welt und für viele auch die schönste, ist ein Symbol für die gesamte Region. Bis zu 8000 Menschen haben hier im Schichtdienst über- und unter Tage malocht. 139 Jahre lang. Heute steht sie unter Denkmalschutz. Das Welterbe Zollverein hat einen internationalen Ruf.
Es steht für einen Teil der Geschichte der Montanindustrie hier dieser Region und es steht aber auch für Zukunft, für einen Ort des Wandels. Und dieser Standort ist das größte industrielle Welterbe Europas mit 100 Hektar Fläche, schon etwas ganz Einzigartiges. Und ein toller Veranstaltungsort. Und in der Hauptstadt stolpert der Besucher förmlich von einem Highlight zum nächsten. Brandenburger Tor, Potsdamer Platz, der ehemalige Grenzübergang Checkpoint Charlie, Spree mit Oberbaumbrücke, Siegessäule, Schloss Bellevue. Auf dem Fernsehturm kann man sehr stilvoll auf den kulinarischen Stolz der Stadt anstoßen. Mit Champagner. Der fruchtige Champagner, die leichte Schärfe des Curry und eine dezente Säure bei dem Kartoffelsalat, das zusammen ist einfach toll. Und das muss man erlebt haben. Trommel ist dabei, ach geben Sie gleich 2 Küchenmotto unserer nächsten Station: ohne Kloß nix los. Wir Thüringer bilden uns unheimlich viel darauf ein, dass wir die Thüringer Klöße haben. Und wir essen sie auch einfach gern. Grundlage für diese ach so leckere Sättigungsbeilage sind Kartoffeln. Das ist ein Stückchen Regionalität, die über den Kloß verkörpert wird, wie bei kaum einem anderen Gericht hier in Thüringen. Früher hieß es immer, ein Sonntag ohne Klöße verlöre viel von seiner Größe. Und da gab es tatsächlich wirklich auch jeden Sonntag Kloß und Fleisch und Gemüse. Meistens gar kein Gemüse, sondern Kloß und Fleisch und Soße, viel Soße. Der Weg zum fertigen Kloß ist mühsam. Schälen, reiben, auspressen. Wie so oft war das Ergebnis ein Zufallsprodukt und aus der Not geboren. Thüringen ist nun nicht immer ein reiches Land gewesen und so gab es des Öfteren Hungersnöte. Und um Ersatz für Brot zu schaffen, waren die Leute kreativ und haben auch aus Kartoffeln dann versucht, Brot zu backen. Aber das misslang. Also Kartoffeln rein als Mehlersatz zu nehmen, funktioniert nicht. So haben sie vielleicht mit Kreativität statt des Backens das Kochen ausprobiert und sind so auf die Klöße gekommen. Thüringer Klöße verfügen überdies noch über innere Werte, geröstete Semmelwürfel. Die sind also zum einen mal da, dass man sie vor dem Kloß machen schon mal essen kann. Dann kommt ein großer Teil in den Kloß in die Mitte. Und einfach deshalb, nicht nur weil es gut schmeckt, sondern damit sich in dem Kloß ein Hohlraum bildet. Das ist ja eine sehr kompakte Masse. Und durch den Hohlraum innen gart der Kloß besser durch. Während die Klöße auch weit über Thüringens Grenzen hinaus bekannt sind, ist das Städtchen Bad Langensalza für viele noch ein Geheimtipp. Dabei lohnt es eine Reise, wenn man auf mittelalterliche Fassaden und Fachwerk steht. Wer lieber Natur erleben will, sollte mal das Thüringer Meer erkunden. Deutschlands größte Stauseeregion. Programmpunkt 1: Entspannung. Programmpunkt 2: Spaß. Naja, übers Wasser laufen konnte offensichtlich nur einer. Programmpunkt 3: Sport. Nimm den Druck raus. Das ist schön. Guck dir das mal an hier. Es ist einfach schön. Das ist Regel Nummer 1. Okay, Regel Nummer 1. Und Regel Nummer 2 ist, du kämpfst nicht gegen das Seil, sondern du machst dich klein und nutzt das Boot zum Aufstehen.
Mit ein bisschen Übung geht's dann ziemlich flott mit dem Wellenreiten. Und wo wir gerade in Thüringen sind. Ich hab die Schürze um, ich dreh die Würste rum. Ich bin der Chef und steh am Grill. Mit der Zange in der Hand grill ich immer allerhand. Fleisch und Würste grillen ist alles, was ich will. Thüringer Rostbratwurst. Ja, leckere Wurst hab ich wie wild. Beim letzten Dorf ist das gegrillt. Da kam aus dem Nachbarort Besuch. Jetzt haben wir hier die Schwarte dran, gell? Und wir müssen jetzt praktisch das Fett von der Schwarte lösen. Ja, und jetzt nimmst du das Messer, schön im Winkel. Zacki. Ja. Und die muss so sein, dass man Zeitung durchlesen kann, so ungefähr. Wir schneiden Würfel, damit wir eine größere Fläche haben, an dem das Gewürz anhaftet. Also jetzt, was kommt da rein, ungefähr, grob? So Pfeffer, Salz, Muskat, Koriander. Dann ab in den Schweinedarm und schon kann der Grill angeschmissen werden. Seit 1404 gibt's in Thüringen die Bratwurst ganz offiziell. 3, 2, 1. Das erste deutsche Bratwurstmuseum feierte jüngst seine Neueröffnung. Ich bin unsagbar glücklich und froh, dass wir jetzt an dem Punkt erstmal sind, dass wir wieder normal einsteigen in den Bratwurstwahnsinn und freue mich einfach nur. Das eine Rezept gibt es nicht. Die einen mögen sie mit Majoran, andere mit Kümmel, wieder andere ohne viel Gewürze. Mein Schatz, es ist vorbei. Eine Konditorspezialität machte unseren nächsten Landstrich weltberühmt. Da thront sie, sahnegewordene Verführung und Botschafterin einer ganzen Region, die Schwarzwälder Kirschtorte. Mit Schokostreuseln, schwarz wie der dunkle Wald, mit knackigen Kirschen, rot und rund und sinnlich wie der Bollenhut. Und mit Sahne, ganz viel Sahne, weiß wie die schneebedeckten Hügel des Namensgebers tief im Südwesten. Für viele unwiderstehliches Hüftgold. Dass ein Stück gigantische 468 Kilokalorien mitbringt, stört echte Fans wenig. Schmeckt. Wunderbar, wunderbar. Und dann die Schokolade oben noch so geschabt. Wunderschön. Täglich Schwarzwälder Kirsch, also verzichte ich nicht. Wie kann ich mir denn mein Leben vorstellen ohne Schwarzwälder Kirschtorte? Stimmt, das klingt absurd. Dabei ist die Herstellung kein Hexenwerk. Auf den dunklen Biskuitboden werden Kirschen und Sahne abwechselnd geschichtet. Tja, und das Wichtigste. Schwarzwälder Kirschwasser. Ja. Es hat 45%. Also unseres hat 45%, einfach weil man jetzt weniger Flüssigkeit für die Torte braucht, aber den gleichen Geschmack hat. Und dass ich das gut verteilen kann, nimmt man so einen Wäschesprenger, nennt man das. Das sind 250 Milliliter. 200 kommen in die Torte, 50 sind immer für den Konditor. Und weil das Auge bekanntlich mit ist, legt ein echter Konditor höchsten Wert auf eine vernünftige Dekoration. Hinterzarten gilt als Perle im Schwarzwald. Mit dem Mountainbike lässt sich die umgebende Natur hervorragend erkunden. Dieser Waldweiher gilt als Geheimtipp. Ein Moorsee, knapp 2 Hektar groß. Der ist eigentlich mystisch, kann ich immer sagen. Das ist für mich eine Kraftquelle, wenn man hierher kommt. Zu jeder Jahreszeit wunderschön, ob Sommer, ob Winter, ob es Nebel hat. Also hier sich aufzuhalten, ist wunderbar. Und wenn man wieder weggeht, merkt man einfach, man hat wieder mehr Power. Die Ravenna-Schlucht. Der Bach bahnt sich seinen Weg über Wasserfälle und Kaskaden. Die Schluchtwanderung, die über Stege ins Tal führt, ist 6,5 Kilometer lang und dauert etwa 2 Stunden. Über den mehr als 200 Meter langen Steinbogenbau der Ravenna-Brücke fährt die Höllentalbahn.
Wintersportfreunde kennen Hinterzarten durch sein Adlerskistadion. Leider müssen die zukünftigen Olympiasieger auf die Kirschtorte wohl verzichten. Dass der Norden nicht nur Fisch und Krabben kann, beweist dieses Hamburger Original. Süß und saftig, klebrig und kross zugleich. Hamburger wissen genau, was sie von einem Franzbrötchen erwarten. Das Franzbrötchen darf gerne ein bisschen nach Butter schmecken und es muss schön Zimtgeschmack haben. Ja, es muss also eine gewisse Feuchtigkeit haben. Es muss schön sapschig sein, schön groß auf jeden Fall. Das Plunderteilchen begeistert selbst seine Macher, schon bei der Zubereitung. Ich mag den Hefegeruch auch besonders gerne. Und dann die Butter, die duftet auch. Und dann natürlich, was am meisten Aroma macht, ist der Zimt. Wenn Franzbrötchen gemacht werden, duftet die ganze Backstube nach Zimt. In dieser gewickelten Form sind sie am bekanntesten, wie eine plattgedrückte Schnecke. Und so kommt sie zustande. Einen großen Teiglappen großzügig mit Zimt und Zucker bestreuen, wickeln, in Stücke schneiden und mit einem Rundstab eindellen. Aber es gibt auch eine klassischere Variante. Und jetzt drücken wir das Brötchen einmal platt und drücken das immer von den Ecken so rein, sodass diese Schnittkante in die Mitte kommt. Und dann drücken wir es noch einmal drauf, dass es nicht aufgeht. Dadurch, dass viele Bäckereien nur noch diese gewickelten Zimtfranzbrötchen machen, kannten einige Kunden diese klassische Form nicht mehr. Und die sind eben halt nicht so süß und nicht so klebrig. Aber ob nun gewickelt oder gedrückt, nur ein Bäcker kann, was ein Bäcker kann. Man muss über den Teig wissen, man muss wissen, wie weit darf ich den Teig dehnen, wie weit kann ich ihn ausrollen, wann reißt er. Das ist alles ganz viel Übung. Das ist handwerkliches Können. Eine sehr vornehm hanseatische Art, sich die Franzbrötchenpfunde wieder abzustrampeln, bietet das Alsterradeln. Mit diesem Gefährt gelangt man in Ecken, die normalen Radfahrern verborgen bleiben. Hamburg ist immer schön und vom Wasser aus. Hamburg, unsere Perle. Noch mal schöner. Ja, jetzt weiß man auch, warum man sagt, Hamburg meine Perle. Ne? Hey, Hamburg, meine schöne Stadt. Ahoi. Karneval, Kölsch und ein rheinischer Kneipenklassiker. Willkommen in Köln. Der Dom, der Ring, der Fasle leer, typisch Kölsch, lecker Kölsch, ne halbe Hahn, typisch Kölsch, Kölsche Klüngel, Kölnisch Wasser, typisch Kölsch. Berühmtes Wahrzeichen der rheinischen Metropole, der Dom. Als der Dom fertiggestellt wurde im 19. Jahrhundert, also 1880, war er das höchste Gebäude der Erde, das genau diese Vision der Menschen damals Wirklichkeit werden ließ. Also das himmlische Jerusalem auf Erden zu bauen. Und das rechtfertigt in jedem Fall den Titel Weltkulturerbe. Neben dem Dom hat Köln noch ein kulinarisches Aushängeschild, den Halven Hahn. Der ist mindestens genauso bekannt, oder? Bodenständig, lecker, knackig. Haberhahn. Haberhahn? Halber Hahn, halbes Hähnchen. Brötchen mit. Nee, mit Käse. Oder mit Käse, ja, irgendwie. Ein Röggelchen mit Kies, würde ich mal sagen. Ne? Also auf Kölsch ist das ein Roggenbrötchen mit Käse. I have no idea. What is it? Der Kölsch, das war dem zu viel. Und er hätte gesagt, kann ich ohne halbe Hahn. Einen halben haben. Ne? Also, und das ist eigentlich halber Hahn. Und natürlich denkt ein deutscher Tourist, das ist ein halbes Hähnchen. Und wir freuen uns immer, wenn die das bestellen, reiben uns schon die Hände und dann kriegen die nur ein Käsebrötchen. Ja. Lukullisch absolute Königsklasse. Der halve Hahn besticht durch seine Schlichtheit. Vielleicht keine Sterneküche und auch vom Michelin-Stern weit entfernt, aber in Kombination mit Kölsch einfach unschlagbar. Natürlich serviert von einem Göbis. Echte Wunder.
Kürbis ist eine Berufung. Du musst einfach Leute, die wollen Spaß haben. Die wollen einen kleinen Witz, aber nicht so frech. Man betreut die Gäste. Die große offene Kartoffel für die Jungen und die knackige ist für die Schatz. Das ist aber kölsche Kultur. Und dazu gehört, ahnungslose Touristen in die Halve-Hahn-Falle tappen zu lassen. Große Augen, großer Schock. Wo ist das Vogel? Ich nehme das nicht zurück. Die müssen das essen und das kölsche Kultur probieren. Mit ordentlich Kölsch wird die Enttäuschung über das fehlende Brathähnchen aber schnell runtergespült. Zurück zum Dom, dem meistfotografierten Bauwerk in Nordrhein-Westfalen. Seit Jahrzehnten muss er den Spagat schaffen zwischen Gotteshaus und touristischer Attraktion. Der Dom ist nach wie vor die Kirche in Köln mit den meisten Gottesdiensten. Zeitgleich gibt es aber auch 20.000 Besucher, die tagtäglich den Kölner Dom besuchen. Insgesamt etwa 6 Millionen Besucher im Jahr. Damit ist der Kölner Dom das meistbesuchte Bauwerk in Deutschland. Ob Sie nun wegen des Doms nach Köln kommen, wegen des Essens oder der rheinischen Lebensfreude, bereuen werden Sie Ihren Besuch garantiert nicht. Unsere nächste Köstlichkeit kennt wirklich jeder. Sie stammt aus Sachsens Landeshauptstadt. Die Adventszeit hat diesen Geruch im Schlepptau. Christstollen gehört zu Weihnachten wie der Tannenbaum. Aus Dresden kommt der bekannteste. Und hier wird er auf dem ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands alljährlich bejubelt und natürlich verzehrt. Einst hieß der Stollen hier Striezel, daher stammt auch der Name des Marktes. Der ganze Stolz der Dresdner Bäcker und nur echt mit dem Siegel. Auch wenn jede Bäckerei ihren ganz eigenen Stollen backt, die Grundzutaten sind gleich. Und zwar gehören 15 Zutaten in einem Original Dresdner Stollen, vom Mehl angefangen, über Milch, Hefe, Zucker, Salz, Zitrone, Matzesblüte, das ist ein reines Stollengewürz. Und natürlich dann süße Mandeln, bittere Mandeln, Zitronat, Orangat, Butter, Butterschmalz und Sultanin. In 6 Jahrhunderten wurde aus einem einfachen Fastengebäck aus Mehl, Hefe und Wasser ein nahrhaftes Weihnachtsgebäck. Es ist natürlich ganz viel Butter drin. Das ist so das, was natürlich am meisten herausschmeckt. Also es ist ja nicht nur relativ viel Butter im Teig drin, sondern natürlich auch nach dem Backen kommt ja zweimal noch Butter auf den Stollen drauf. Also es ist ja doch durchaus eine Kalorienbombe. Als zu DDR-Zeiten das Geld für Zitronat aus mediterranen Südfrüchten knapp war, wurde verzweifelt nach Ersatz gesucht. Wir sind ja in der Mangelwirtschaft groß geworden und dann sind die Verantwortlichen auf die Idee gekommen, man könnte ja unreife grüne Tomaten ernten, die kandieren, also 1:1 mit Zucker versetzen, dann schmeckt das nur noch süß, sieht grün aus, hat mit Zitronat nichts zu tun, außer dass sie eine süße grüne Masse in den Stollen geben konnten. Und das war für uns Handwerksbäcker natürlich ein absolutes No-Go. Ein bestimmtes Kriterium unterscheidet 2 Arten von Stollen: die Rosinendichte. Da gibt es natürlich noch als kleinen Witz einen Schreistollen, wo wenig Rosinen drin sind. Das schreit eine Rosine nach der anderen. Und das andere sind Flüsterstollen. Da liegen die Rosinen wie hier nebeneinander. In Erinnerung an den stollenliebenden Kurfürsten August den Starken gibt es beim Striezelmarkt alljährlich einen Ehrengast, den Riesenstollen.
Das Gesamtgewicht beträgt 4.246 Kilo. Applaus und Jubelgeschrei. Der Andrang ist genauso groß wie der gigantische Striezel selbst. Nach knapp 3 Stunden ist kein Krümel mehr übrig. Dresden, du mein Dresden, du der Ort, der alles hat. Dresden, du bist meine Stadt. Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Man hat von allem etwas, das Kulturangebot und die Natur. Die Frauenkirche. Der im Zweiten Weltkrieg völlig ausgebrannte Monumentalbau wurde nach der Wende mit Spendengeldern aus aller Welt wieder aufgebaut. Das Residenzschloss, einst ebenfalls im Krieg zerstört. Heute beherbergt es die 5 wichtigsten Museen der Stadt. Unter anderem das Grüne Gewölbe, Europas reichste Schatzkammer. Ganz frisch eröffnet, die Paraderäume August des Starken. Ganz im Sinne des Herrschers, koste es, was es wolle. Die Paraderäume für 40 Millionen Euro wieder hergerichtet, das sollte man gesehen haben. Das ist eine Reise wert. Ebenso wie der Zwinger mit seiner Gemäldegalerie. Was dem Pariser seine Mona Lisa, ist dem Dresdner die Sixtinische Madonna. Wäre ich heute Tourist, ich würde sagen, Gott, zum Glück habe ich diese Stadt für mich entdeckt. Ich glaube, ich bin ab sofort 4-mal im Jahr hier. Nächste Gourmet-Happenstation auf unserer Reise: Aachen. Bekannt ist die Stadt im Dreiländereck eigentlich für ihren Dom. Seit dem 10. Jahrhundert wurden dort zahlreiche deutsche Könige gekrönt. In den Gassen duftet es, und zwar nach Weihnachten. Der Geruch von Anis, Zimt, Nelken und Koriander stammt von den vielen Bäckereien, die ein ganz besonderes Gebäck herstellen: die Aachener Printe. Vor knapp 200 Jahren wurden die ersten Printen in Aachen gebacken, als haltbarer Reiseproviant für Pilger. Die Printe ist mit Aachen sehr, sehr stark verwurzelt. Aachen lebt ein Stück weit tatsächlich von der Printe, von dem Tourismus. Das ist schon sehr, sehr wichtig für Aachen. Für mich ist die Printe natürlich was ganz Besonderes, ganz klar. Als Printenbäcker in der 4. Generation ist man damit groß geworden und bei uns dreht sich das Leben wirklich rund um die Printe. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und macht sehr, sehr viel Freude. Die Rezeptur des Urgroßvaters ist kostbarster Schatz der Familie. Jeder Bäcker hat so sein eigenes traditionelles Rezept, was in der Familie immer weitergegeben wird und streng geheim gehütet wird. Und da ist jeder stolz drauf. Und genau mit der Gewürzmischung wird es dann abgestimmt. Mehr als 4.500 Tonnen Printenteig entstehen alljährlich in Aachen. Die Bezeichnung Printe verdankt das Gebäck unseren Nachbarn. Das kommt aus dem niederländischen, flämischen Prenten. Auch im Englischen kann man heute übersetzen ins Print, to print, aus dem Abdrucken. Denn der Teig wird in das Model gedruckt, geprentet. Der Aachener Bäcker Henry Lamberts kam dann auf die Idee, den Teig in Streifen zu schneiden. Aber der handliche Happen war ziemlich trocken. Interessanterweise war die Aachener Printe um 1870 herum das erste Gebäck in Deutschland, das mit Schokolade überzogen wurde. Heute ist selbstverständlich, Gebäck und Schokolade gehören zusammen. Aber damals gibt es die nette Geschichte, dass die Tochter des damaligen Inhabers mit der Kräuterprinte durch die Fabrik gelaufen ist und die Printe in einen Schokokübel getunkt hat. So wurde fader Pilgerproviant zum leckeren Weihnachtsgebäck.
Was neben dem Dom in Aachen noch auffällt, ist die Kunst aller Orten. Vieles stammt von Bonifatius Stirnberg. Oh, dem kann man hier die Hand geben. Hallo. Sein Puppenbrunnen macht Passanten besonders viel Spaß. Ist mal was anderes. Ich finde es ganz lustig, dass man die ganzen einzelnen Elemente verdrehen und verschieben kann. Das ist schon was Besonderes. Ich glaube, das ist auch weltweit der erste, der so mit gelenkigen Figuren so öffentlich ausgestellt worden ist. Das war also die Idee vom Herrn Sternberg. Das ist mir das Wichtigste überhaupt, dass Leute auch die Kunst verstehen können und auch da was mit anfangen können. Sonst ist die Kunst eigentlich sinnlos. Wenn sie nur für ein paar Spezialisten gemacht wird, das ist nicht mein Ding. Ich möchte die Kunst fürs Volk machen. Und das Volk dankt's ihm, vor allem im Sommer. Denn hier an seinem Spatzenbrunnen gibt's sogar Trinkwasser. Das nächste Ziel ist vielleicht nicht so bekannt, dafür der Kuchen, der hier erfunden wurde. Diesen Querschnitt hat nur einer. Baumkuchen und Salzwedel sind seit 1807 eng verbunden. Der Konditor Johann Andreas Schernikow schrieb damals sein Rezept nieder, nach dem auch heute noch original Salzwedler Baumkuchen gebacken wird. Den Namen hat er, weil seine Maserungen an die Jahresringe eines Baumes erinnern. Doch nicht nur deswegen. Das Wichtigste für die Namensgebung ist, dass er auf einer Holzwalze, auf einem Holzstamm sozusagen gebacken wird, vor einem offenen Holzfeuer. In dieser Bäckerei wird der Baumkuchen traditionell wie vor 200 Jahren hergestellt. Die Teigmasse besteht aus Butter und Eigelb. Das Eiweiß wird getrennt. Mehl und eine geheime Gewürzmischung. Dazu geschlagenes Eiweiß mit Zucker. Als 1807 hier der erste Baumkuchen in Salzwedel gebacken wurde, kannten wir überhaupt noch kein Backpulver. Und damals hat man die Kuchen gelockert, indem man Eiweiß steif geschlagen hat. Das machen wir hier auch. Also wir schlagen unser Eiweiß zu Eischnee und lockern damit unseren Kuchen. Wie im 19. Jahrhundert backt der Baumkuchen hier vor offener Flamme. Dabei wird der Teig schichtweise auf eine sich drehende Holzwalze aufgetragen. Die nächste Schicht folgt, wenn die vorherige honigbraun ist. Das sind ungefähr 8 bis 10 Schichten. Ja, das ist auch dann Erfahrungswert, wie viele Schichten man aufträgt. Weil es kann auch passieren, dass der Kuchen runterfällt. Also wir müssen da schon ein Auge für haben und sehen, oh, wenn der Kuchen zu schwer wird, höre ich lieber auf, hänge ich die Walze raus, der kriegt an der Seite Risse und dann heißt es für uns stoppen. Nach rund 20 Minuten ist ein Baumkuchen fertig gebacken. Sobald der sogenannte Baumkuchenrohling ausgekühlt ist, wird er mit Schokolade oder einer Fondant-Glasur aus Zucker veredelt. Diese Fondant-Glasur ist die Originalglasur für Baumkuchen. Von Anfang an wurden hier in Salzwedel alle Baumkuchen mit dieser Fondant-Glasur versehen und dann erst viel, viel später kam Schokolade dazu. Salzwedel in Sachsen-Anhalt ist Station der Deutschen Fachwerkstraße. Malerische Gassen gibt es einige, dazu 600 Fachwerkhäuser. Das ist hier ein Verein und dieser Verein nennt sich Verein zur Rettung des Bürgermeisterhofes, die hier praktisch ehrenamtlich und ganz freiwillig hier dieses Ensemble wieder erhalten und aufbauen. Diese Mauer, die man hier so sehr schön sieht in diesem kleinen Stübchen, das ist die innerstädtische Stadtmauer, also die Trennung zwischen Alt- und Neustadt. Die im Lokal jetzt da? Ja, genau. Die beiden Städte haben sich mit einer Mauer voneinander getrennt. Ein im wahrsten Wortsinne sagenhafter Tag erwartet Besucher des Märchenparks.
Hier tummeln sich Aschenputtel und Schneewittchen, Pittiplatsch und Schnatterinchen, dazu Figuren aus regionalen Märchen und Sagen aus Salzwedel und der Altmark. Der 45.000 Quadratmeter große Park ist ganzjährig geöffnet. Auf unserem heutigen Kaloriensiegertreppchen ganz oben die norddeutsche Weihnachtsspezialität. Lad uns noch Lübeck vor für lecker Marzipan. Lad uns noch Lübeck vor für lecker Marzipan. Lübeck und Marzipan gehören seit 1407 zusammen. Als Getreide knapp wurde, soll der Senat Brot aus Mandeln gefordert haben. Lübeck war schon ganz früh eine Marzipanstadt. Ganz viele Konditoren waren hier schon ansässig. Schon um 1500 hat man in der Zunftordnung erkannt, dass hier schon Marzipan hergestellt worden ist. Es liegt an der Hanse. Die Rohstoffe kamen hier gut hin, also die Mandeln, Zuckerrohr. Und dann hat man halt das entsprechend kreieren können. Wichtigste Zutat: Mandeln von bester Qualität. Mittelmeermandeln gelten als besonders aromatisch. Dazu kommt Zucker. Je höher der Mandelanteil, desto hochwertiger ist auch das Marzipan. Das Geheimnis ist der Zuckeranteil. Also 2/3 Mandeln, 1/3 Zucker. Und Lübecker Marzipan darf man noch zu der Rohmasse noch mal 30% Zucker hinzufügen. Dann ist es immer noch das Lübecker Marzipan. Die Zuckermandelmasse wird anschließend geröstet. Bei welcher Temperatur und wie lange ist ein Betriebsgeheimnis. Das Rösten verleiht das typische Aroma. Früher war Marzipan nur was für Gutbetuchte und Kranke. Es durften auch nur die Apotheker Marzipan früher herstellen, weil es als Medizin galt. Kaufen konnte man es deshalb nur in Apotheken. Die hatten im Mittelalter nämlich ein Monopol auf die süße Mandelleckerei. Also zumindest als Stärkungsmittel für Menschen, die vorher furchtbar krank waren, konnte man sich ja vorstellen, dass diese Kalorienbombe aus Fett und Zucker eben das verlorene Gewicht eben schnell wieder auffangen ließen. Und als dann die Zunftordnung gelockerter wurde, konnten dann auch die Konditoren endlich Marzipan herstellen. Und dann kam die Zuckerrübe auch auf den Markt und dann war es doch etwas erschwinglicher. Ein Traum für jeden Konditor und Hobbymodellierer. Natürlich lohnt Lübeck auch außerhalb der Adventszeit einen Abstecher. Wer den Touristenströmen aus dem Weg gehen will, erkundet die Hansestadt einfach vom Wasser aus. Unsere kulinarische Deutschlandreise ist zu Ende. Und auch wenn man sich normalerweise draußen zwar Appetit holen darf, aber zu Hause essen soll, wir ermuntern Sie ausdrücklich, auch mal auswärts zu speisen. Es lohnt sich garantiert.